Mein Name ist Andreas Höhr, ich bin Mitarbeiter der Firma MSG Systems AG. Und zur besseren Einordnung, wir sind ein deutsches inhabergeführtes Unternehmen im Bereich der IT-Beratung und IT-Systemintegration. Ja, im Zusammenspiel der Partner übernehmen wir die Rolle des IT-Beraters und IT-Systemintegrators, wobei wir nicht nur Konzepte schreiben, sondern wir stehen letztendlich als deutsches inhabergeführtes Unternehmen dafür, dass wir auch in die Umsetzung gehen, verstehen uns damit auch als Arrangeur, als Orchestrierer letztendlich von Gesamtlösungen. Wie gesagt, nicht nur konzeptionell, sondern wir haben Interesse daran, bis in die Umsetzung zu gehen, bis in den Workbetrieb und verstärken dort das Partnernetzwerk. Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass es mehrere Herausforderungen gibt. Sicherlich in Deutschland bedingt das grundsätzlich mal einen Mindset-Wandel, wenn wir über digitale souveräne Lösungen nachdenken. Wir können nicht davon ausgehen, dass irgendjemand kommt und uns diese Aufgabe löst, sondern es ist eine nationale Aufgabe, die wir lösen müssen. Darüber hinaus ist eine Herausforderung die starke Fragmentierung in Deutschland. Das heißt, wir haben hier sehr viele Insellösungen, die auch gebaut werden, die technologisch sicherlich funktionsfähig sind, aber wenn man sie insgesamt zusammenschalten will, interoperabel schalten will, da muss man natürlich die Frage stellen, ob das funktioniert und ob sie natürlich auch betreibbar sind. Das, denke ich mal, sind die wesentlichen Herausforderungen, die wir haben. Eine weitere Maßnahme zur Umsetzung dieser Herausforderung ist, dass wir von Anfang an End-to-End-Architekturen denken. Das heißt, die Lösung in Gänze denken, auf nationaler Ebene auch. Natürlich auch weiterhin mit der Einbindung globaler Player, aber das sicherlich auch in gekapselten Umgebungen, in IT-Umgebungen. Aber wir müssen halt national denken, das heißt von Anfang an End-to-End-Lösungen denken. Für Europa gilt analog das, was ich bereits auf nationaler Ebene gesagt habe. Ich hatte als eine Herausforderung auf nationaler Ebene genannt die Fragmentierung. Die ist natürlich auf internationaler, auf europäischer Ebene noch deutlich größer. Es muss hier eine Einigung gefunden werden. Das heißt, hier müssen Leitplanken letztendlich auch konzipiert werden, damit wir langfristige Lösungen schaffen, Lösungen, die auch über Legislaturperioden Bestand haben. Das sind im Wesentlichen die Herausforderungen, die ich auf internationaler Ebene sehe. Und es gilt analog zu den nationalen Herausforderungen. Auch hier müssen wir eine einheitliche europäische Lösung letztendlich mit Maßnahmen unterfüttern, die auf Dauer auch gelten.